Habt ihr euch schon mal gefragt, warum unser Universum eigentlich existiert? Das klingt erstmal nach einer philosophischen Frage, aber tatsächlich ist das eines der größten Rätsel der modernen Physik. Warum und wie Forschende versuchen, dieses Rätsel zu lösen, darüber spreche ich heute mit Physiker Florian Henkes. Florian ist Doktorand an der Technischen Universität München und forscht zu mysteriösen Geisterteilchen. Gemeinsam bauen wir seine Forschung in der Küche nach. Der Beginn des Universums. Und basteln daraus gleich 2 leckere Gerichte. Ich bin Nina, studierte Physikerin und Wissenschaftsjournalistin. Willkommen bei Alio et al., der Kochshow mit Forschenden. Hallo Florian, schön, Hi. dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank. Ja, bist du bereit? Auf jeden Fall. Ja, super. Als Vorspeise gibt es marinierte Oliven. Dafür braucht ihr 300 Gramm Oliven, einen Zweig Minze, 2 Selleriestangen, eine Knoblauchzehe, eine rote Chilischote, Zitronensaft und Olivenöl. Du hast ja schon super vorbereitet. Das Rezept mit allen Zubereitungsschritten ist wie immer in der Beschreibung verlinkt. Und für uns bieten die Oliven die perfekte Vorlage, um mal über die Entstehung unseres Universums zu sprechen. Warum unser Universum irgendwie existiert, ist so ein großes Rätsel irgendwie in der Physik. Beziehungsweise, wenn man es wissenschaftlich korrekter ausdrücken würde, ist die Frage ja eigentlich, warum besteht unser Universum überwiegend aus Materie? Wir sehen ja schon um uns herum, irgendwie alles ist aus Materie. Letzten Endes hier, wir haben irgendwie die Holzplatte, wir haben Schüsseln und alles besteht aus Materie. Was ist denn daran so rätselhaft? Es gibt das Gegenteil von Materie, so ein bisschen die andere Materie, die sogenannte Antimaterie. Und am Anfang von dem Universum, es gab Materie und Antimaterie. Und jetzt ist eben die Frage, die wir uns stellen, warum haben wir denn auf einmal jetzt hier unsere Materie und nicht mehr die Antimaterie? Wo ist sie sozusagen hingegangen? Vielleicht magst du mal kurz erklären, was ist denn überhaupt Antimaterie? Also Materie für Physiker sind eben aus Teilchen zusammengesetzt. Vielleicht kennt ihr man noch aus der Schule so Elektronen und Protonen, daraus kann man Materie bauen. Und Antimaterie ist eben aus Antiteilchen zusammengesetzt. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, es ist praktisch dasselbe. Es ist ja immer noch Materie wie im Namen drin. Und das Anti kommt daher, dass man meistens eine Eigenschaft hat, die eben gegenteilig ist. So, wenn ich zum Beispiel auf die Oliven jetzt gerade drauf schaue, könnte ja sagen, man hat irgendwie 2 Sorten Oliven. Die sind aber wenn ich jetzt nur 2, kann ich mal rausnehmen, 2 irgendwie gleich schwer, schauen gleich aus, gleiche Form und so weiter. Sie haben aber 2 unterschiedliche Farben. Aber an sich sind es immer noch Oliven. Und das Interessante ist eben, wenn die sich treffen, können die sich auslöschen. Okay, das heißt, wenn ich jetzt hier mein Teilchen habe, und hier ist mein Antiteilchen. Ja? Und dann treffen die sich, dann Löschen die es aus. Faktisch so, genau. Schmeckt doch schon mal so gut. Schmeckt gut, ja? Sehr gut. Und in dem Fall bist du jetzt der physikalische Prozess, der eben was auslöscht. Aber wie wir wissen, heutzutage bestehen wir eben aus Materie. Und das löscht sich nicht die ganze Zeit aus, sonst gäbe es den ja irgendwie nicht. Das wäre ein bisschen komisch. Es gibt schon noch ein bisschen Antimaterie, aber das Problem ist, unsere Theorie sagt, alles wäre 50-50 da. Egal was ich tue, ich kriege immer eine schwarze Olive und eine grüne Olive paarweise. Und ich kann irgendwie nie nur mehr Materie wie Antimaterie haben, nach allem, was wir heutzutage wissen. Das heißt für uns, dass auch beim Urknall Materie und Antimaterie zu gleichen Teilen entstanden sind? Genau, das ist der spannende Punkt eben. Und können uns mal vorstellen, so, wir haben ein Universum und dann am Anfang haben wir eben Oliven drin, immer schwarze und grüne paarweise. Sprich, wenn ich da jetzt welche reinwerfe, dann haben wir zum Beispiel jetzt... Warte mal, wir kippen jetzt alles mal zusammen. Das ist kippen alles zusammen. Unser Beginn des Universums. Der Beginn des Universums. Es gibt einen Urknall, eben so nach dem Namen, und dann haben wir paarweise Materie, Antimaterie irgendwann gebildet. Und was das Universum eben tut, das ist eigentlich auch ganz interessant, es rührt eben um. Wir mischen eben unsere Materie mit Antimaterie. Und dann, das was du eben gezeigt hast, gibt es eben physikalische Prozesse, die ablaufen. Und der eine entscheidende ist eben genau der, immer wenn sich eine grüne und eine schwarze Olive treffen, dann löschen die sich aus. Also wie ich jetzt, wenn ich eben welche essen würde. Ja, wenn wir jetzt eben uns vorstellen würden, wir würden jetzt wahrscheinlich 200 Oliven essen. Also, grüne und schwarze Oliven werden gemischt, treffen sich und löschen sich gegenseitig aus. Und das passiert wieder und wieder und wieder. Also ich glaube, man versteht ja das Prinzip, wenn wir da jetzt immer so weitermachen würden, gleiche Teile Materie, Antimaterie, der gleiche Teile Oliven, grüne Oliven, schwarze Oliven, dann... Wir haben unsere Vorspeise weg. Ja. Dann hätten wir am Ende eben nichts mehr übrig, mit dem wir irgendwas machen können. Und in dem Fall machen können heißt eben, okay, aber heutzutage kommt ja irgendwie mehr Materie raus. Erst am Ende, wenn wir mal sagen, die Teilchen sind irgendwie die grünen, wir brauchen am Ende eben grüne Oliven, um Planeten, uns, den Tisch, alles Mögliche zu bauen.
Die Frage ist eben, was mit den Schwarzen, warum hat sich nicht alles ausgelöscht? Okay. Und? Warum? Genau. Das okay. Also offensichtlich ist das ein Problem, aber wie gedenkt ihr das sozusagen zu lösen? Was wir brauchen, ist eigentlich sowas, was ich gerade mal mache, also einen physikalischen Prozess, der am Ende wieder ein paar grüne Oliven mit dazu schüttet. Weil, wenn wir mehr grüne Oliven haben, dann haben wir mehr wie die Schwarzen, sprich die anderen können sich auslöschen, aber es gibt einen Überschuss an Materie, einen Überschuss an grüne Oliven übrig. Gut für uns, weil dann würde das wieder Sinn ergeben, dass am Ende eben wieder was entsteht davon. Okay, und nach genau so einem Prozess hier? Genau, also was wir praktisch suchen ist nach sowas, wir suchen nach einem Glas Oliven, das eben grüne Oliven in unser Universum reinschüttet. Wie ihr nach diesem Prozess sucht, darüber sprechen wir gleich bei der Hauptspeise, aber dafür müssen wir, glaube ich, erstmal unsere Vorspeise noch zu Ende machen. Stellen unser Versum mal auf die Seite. Ja. Okay, dann kommen wir mal zu deinem Experiment. Kommen wir zum Hauptgericht und zwar Nudeln mit gebackener Tomatensauce. Für 2 Portionen braucht ihr 4 Tomaten, eine Knoblauchzehe, 3 Teelöffel Tomatenmark, Olivenöl, Salz und natürlich Nudeln. Dann... Den Strunk raus, oder? Ach so, machst du das jetzt so? Ja. Das Experiment, an dem Florian arbeitet, heißt Legend. Gemeinsam mit über 250 weiteren Forschenden aus der ganzen Welt sucht er nach dem Extraglas grüne Oliven aus unserer Vorspeise. Also Prozesse, die den Materieüberschuss im heutigen Universum erklären könnten. Genau, also was wir konkret machen, wir suchen nach einem Kernzerfall, einem sehr seltenen Kernzerfall, an dem immer durch mehr Materie als Antimaterie am Ende rauskommt. Und den ganz speziellen, den wir suchen, der beinhaltet immer eine bestimmte Art von Teilchen, die heißen Neutrinos. Ganz kurz, was ist ein Neutrino? Die kommen überall vor, man bezeichnet sie aber eigentlich so ein bisschen als Geisterteilchen, weil sie kommen überall vor, aber sind wie ein Geist. Sie huschen überall durch und tun eigentlich fast nichts. Okay, und diese Teilchen, die spielen jetzt bei diesem Prozess, wo mehr Materie als Antimaterie entstehen soll, spielen die eine wichtige Rolle? Genau, bei dem Zerfallsprozess spielen die insofern eine Rolle, weil wenn die ihre eigenen Antiteilchen wären, dann würden die sich eben auslöschen und am Ende hat man dann eben mehr Materie als Antimaterie, weil die Neutrinos eben verschwunden sind. Okay, Moment. Also, worum geht's? Wir haben eine theoretische Annahme, nämlich dass das Neutrino sein eigenes Antiteilchen ist. Und wir haben einen Zerfallsprozess, bei dem normalerweise zweimal Materie in Form von Elektronen und zweimal Antimaterie in Form von Antineutrinos entsteht. Aber wenn unsere Annahme stimmt, wäre das Antineutrino gleichzeitig auch ein Neutrino. Und diese Teilchen könnten sich gegenseitig auslöschen. Und übrig bliebe nur noch Materie, also unser Extraglas grüne Oliven. Wir haben diese theoretische Annahme, Neutrino ist ein eigenes Antiteilchen und wenn das der Fall wäre, dann gäbe es diesen Zerfallsprozess und nach genau dem sucht ihr. Genau. Und wie genau macht ihr das denn? Wir versuchen eben diesen Kernzerfall zu finden in einem speziellen Material namens Germanium, weil wir wissen, dass dort in dem Material könnte es so einen seltenen Zerfall geben. In unserem Fall beim Experiment, was wir praktisch tun, ist, wir nehmen uns eine große Auflaufform, unserem lustigen Beispiel, und wir setzen eben ganz viele mögliche Kandidaten von unseren Atomkernen, von unserem Germaniummaterial da rein, die den Zerfall machen könnten. Also wie wenn ich jetzt hier einige nehme und lege die sozusagen da mal in unsere Auflaufform mit dazu. Und davon jetzt eben nur ganz, ganz, ganz viele. Und dann, was wir eben tun, ist, wir warten. Wir warten eben sehr lange und schauen eben, ob eines von den Tomaten, einer von den Atomkernen so einen Zerfall gemacht hat. Sehr lange warten heißt 10 Jahre. Und zwar mit 1 Tonne Germanium. Das sind ungefähr 10 hoch 27 Atomkerne. Mehr als es wahrscheinlich Sandkörner in der Sahara gibt. Selbst wenn dieser Prozess tatsächlich existiert, würden davon aber nur so 3 bis 4 zerfallen. Geht da nicht irgendwie mehr? Mit den Tomaten können wir es natürlich jetzt beschleunigen. Bei uns geht es eben nicht,
weil das ja auf der elementaren Ebene passiert, da kann man nichts beeinflussen. Die einzigen 2 Größen, die man normalerweise hat zum Beeinflussen ist, man kann mehr Tomaten reinwerfen, aber das hat ja auch irgendwie Limits, also man kann ja nicht, wir können ja keinen Planeten aus dem Material bauen, um das nachzufügen, sondern man muss es ja irgendwie technisch auch noch in der Lage sein, das überhaupt aufzubauen. Und das Zweite, was du machen kannst, ist, du kannst länger warten. Und desto länger du wartest, desto größer ist die Chance, dass du was detektierst. Ansonsten ist es relativ schwierig, irgendwie da was zu beschleunigen. Wie könnt ihr euch sicher sein, dass ihr, wenn es wirklich nur diese wenigen Zerfälle sind, dass ihr auch wirklich die detektiert? Wie wir uns sicher sein können, ist eben, dass wir ausschließen, dass was anderes passiert. Und dafür nutzen wir verschiedene Techniken. Eine davon zum Beispiel ist für uns die Abschirmung. In unserem Beispiel jetzt stellen wir Tomaten hier in den Ofen. Das machen wir mal kurz. Genau, das können wir mal gerade machen. Und in unserem Fall beim Experiment, wie wir das machen, ist, wir stellen es nicht in den Ofen, wir stellen es in den Berg. Ein Hauptproblem mit der Abstimmung ist eben kosmische Strahlung. Alles, was sozusagen aus dem All auf uns runterprasselt, macht eben Fehltomaten. Am Ende messen wir eben Signale da drin und was wir da eben haben wollen, ist eben auszuschließen, dass sowas ausschaut wie, aber eigentlich es nicht ist. Und um das auszuschließen, was man eben am einfachsten machen kann, man geht irgendwo hin, wo man möglichst viel Abschirmung, in unserem Fall viel Berg hat. Und zwar hier, unter dem Gran Sasso Gebirgsmassiv. Fast 1,5 Kilometer Granitfels schützen hier verschiedene empfindliche Experimente im größten Untergrundlabor der Welt, die Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Eines dieser Experimente ist Legend. Hier in der Mitte befindet sich das Germanium-Material. Und was ihr hier seht, ist die Vorstufe des Experiments, die mit 200 Kilogramm Germanium misst. Das Hauptexperiment mit 1 Tonne startet frühestens in den 30ern. Und das hier ist übrigens Florian bei der Arbeit im Untergrundlabor. Okay, jetzt haben wir ja bei unseren Tomaten noch zusätzlich zum Beispiel Knoblauch drin. Ja, guter Punkt. Das ist unser großes Problem, dass wir eigentlich alles außenrum noch voll Knoblauch haben, wenn man so haben will. Und der Knoblauch eben, genau wie eben bei den anderen Sachen auch solche Tomaten faken könnte. Und immer wenn bei uns in Legend sozusagen im Untergrund was passiert, wo der Knoblauch was macht, ja, dann gibt's bei uns zum Beispiel eine Messmethode, wo wir Licht detektieren. Immer wenn ich so einen Lichtblitz gesehen habe, dann weiß ich, oh, das war aber Knoblauch. Ja, weil wir eben wissen, die Tomaten machen das nicht. Also wir haben zum einen eben so eine massive Backofentür von 1,5 Kilometern. Genau, einen massiven Berg haben wir. Und wir haben noch zusätzlich was irgendwie, wenn statt unserer Tomate, die zerfallen soll, der Knoblauch zerfällt, ein Signal nach außen gibt, sodass wir wissen, okay, das war's jetzt nicht. Es war ein Knoblauch und es war keine Tomate. Und dann ist sozusagen die Hoffnung, dass wir dann eben diese 4 Zerfälle, dass wir uns wirklich sicher sein können, okay, es war kein anderer Lichtblitz dabei, wir wissen, es war nichts von außen, es muss tatsächlich das gewesen sein. Es muss eine Tomate gewesen sein. Okay, aber wie messt ihr denn eigentlich? Kannst du das vielleicht ganz kurz einmal anreißen? Was wir messen, ist immer ein elektrisches Signal und ein elektrisches Signal einen Ausschlag. Und dann können wir eben viele Ausschläge messen von verschiedenen Systemen und am Ende eben gucken, war das jetzt so ein Tomatenausschlag oder ein anderer Ausschlag. Über 250 Menschen. Was ist da jetzt die Aufgabe von dir? Von mir, genau. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie in einer Firma. Es gibt eben verschiedene Abteilungen. Und die 2, wo ich eben mitmache, ist einmal Elektronik. Und der andere ist auch spannend eigentlich die Datenanalyse am Ende. Das sind Terabytes und Terabytes voll Excel-Tabellen mit irgendwelchen Zahlen drin und da die Datenanalyse damit zu machen und am Ende rauszufinden, haben wir jetzt was gesehen oder haben wir nichts gesehen. Okay, ich guck mal ganz kurz. Okay, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten, aber noch ist nichts zerfallen. Wir müssen Dieser Prozess, der basiert ja auf einer hypothetischen Annahme, der wurde ja schon versucht zu messen. Bisher ohne Erfolg. Ohne Erfolg. Wie ist es denn für dich so persönlich, dass du jetzt an einem Experiment arbeitest, ohne zu wissen, ob es den Prozess denn überhaupt gibt, auf dem das Ganze basiert? Ja, es klingt jetzt natürlich so ein bisschen, als ob ich an was Hypothetischem forsche, was irgendwie nie vorkommt. Ja. Es ist aber in der Alltagsarbeit für mich total spannend. Natürlich ist es immer so, man wird die Endphase nicht im Verlauf seiner Promotion irgendwie miterleben. Mich stört es jetzt aber eigentlich so im Allgemeinen ehrlich gesagt nicht. Ich finde es eher total spannend, eben bei sowas Größerem auch dabei zu sein. Und es könnte jederzeit dein Handy klingeln und ihr messt einen Zerfall.
Nein. Also es könnte das Handy nicht jederzeit klingeln, weil wir natürlich erst alles aufzeichnen und dann eine riesige Analyse machen müssen, um überhaupt sicher zu gehen, dass wir das auf jeden Fall nicht irgendwie mit irgendwas verwechseln. Das heißt, es ist nicht live, es ist immer zeitverzögert ein paar Jahre. Könntet ihr euch denn vorstellen, an irgendwas zu arbeiten, von dem ihr erst in über 20 Jahren wisst, was dabei rauskommt? Schreibt es gerne in die Kommentare. Zum Glück müssen wir auf unsere Tomaten nicht so lange warten. Die sehen schon sehr gut aus. Die sehen schon fast fertig aus, würde ich sagen. Habt ihr schon mal selbstgemachte Tomatensauce gemacht? Ich ehrlich gesagt nicht. Lecker. So, Worst-Case-Szenario, ihr messt jahrelang und es kommt nichts raus. Wir spielen jetzt einfach mal kurz dieses Gedankenexperiment. Wir sind 2050. Wir haben nichts gefunden. Ihr habt nichts gefunden. Was würdest du denn sagen? Wir suchen ja nach diesen Zerfällen, wo diese Neutrinos vorkommen, ja, wo die Neutrinos ihre eigenen Antiteilchen auch sind. Im Endeffekt, dieser Zerfall kann eben sehr viel auch über Eigenschaften von Neutrinos noch aussagen. Das heißt, das Nicht-Finden ist für die Physiker ein Ergebnis, für die Lösung des Rätsels eher weniger. Was natürlich auch sein kann, dass man das Rätsel damit gar nicht lösen kann. Dass es vielleicht das einfach nicht gibt und wir umsonst gesucht haben. Aber ich würde sagen, das ist eher Wissenschaft, das passiert. Man könnte sich natürlich einfach auch so ein bisschen fragen, okay, warum sollte ich mich um dieses Rätsel kümmern? In unserem Alltag spielt es ja gar keine Rolle. Genau, klar. Also ich denke, die Frage gibt es überall, warum macht man das? Aber Grundlagenforschung ist eben essentiell wichtig. Wenn man sich umschaut, Smartphone, Internet, viele Techniken eben standen gestartet als Grundlagenphysik von irgendwelchen Nerds in Untergrundlaboren in Italien oder zum Beispiel. Und auf einmal ein paar Jahre später kam daraus eben eine neue Technik heraus. Oder man hat immer nochmal Phänomene entdeckt auf der Grundlagenbasis, die man später zum Beispiel für technische Anwendungen verwenden konnte. Ja, natürlich. Also, fassen wir mal zusammen. Die Frage nach der Existenz unseres Universums ist ein großes Rätsel für die Wissenschaft. Denn bislang ist noch nicht klar, wie aus gleichen Teilen Materie und Antimaterie, die sich eigentlich hätten auslöschen sollen, ein Überschuss an Materie entstehen konnte, den wir heute als unser Universum kennen. Es gibt Theorien, die eine Antwort liefern könnten. Eine davon ist, dass das Neutrino, das Geisterteilchen, sein eigenes Antiteilchen ist. Und um diese Theorie zu testen, arbeitet Florian gemeinsam mit über 250 weiteren Forschenden an der Suche nach einem seltenen Zerfall, der nur dann auftreten kann, wenn diese Theorie stimmt. Du musst zu mir runterkommen, glaube ich. Sorry. Aber bis die Ergebnisse vorliegen, wird es noch einige Jahre dauern. So, wir essen jetzt und genießen jetzt das Ergebnis von unserem Zerfallsprozess. Und wenn ihr kein Video mehr mit tollen Forscherinnen und Forschern verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und vergesst auch die Glocke nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hast du schon probiert? Ja, aber das ist so wenig Salz gewesen.